willkommen zu einem neuen Vlog, dem Monatsvlog Dezember. Ich habe ja hier im letzten Monat die Girlande aufgehangen. Es soll aber noch ein bisschen weihnachtlicher werden. Ich habe schon mal so einen roten Pullover angezogen, um in Stimmung zu kommen. Ich werde auf jeden Fall mit Daisy und Jordan zusammen noch Kekse backen. Und dann soll demnächst auch der Baum geholt werden und geschmückt werden. Und da werde ich euch dann auch mitnehmen. Ja, viel Spaß mit dem Vlog. Okay, die Frage ist jetzt, ob wir den Baum hier hinstellen. Also der müsste halt weiter in den Raum reinkommen. Also da in die Ecke. Oder wie wir das einmal hatten, hier in der Ecke. Da hatten wir da aber keinen Spiegel. Oder hier in das Zimmer, in die Ecke, wo wir den auch schon mal hatten. Aber hier haben wir halt eigentlich schon das als weihnachtliche Dekoration. Also ich glaube schon eher hier im Wohnzimmer. Da wäre es halt mal was anderes. Ich habe den Baum jetzt fertig geschmückt und die Möbel hier so ein bisschen umgestellt. Also die Lampe so nach links und die ganzen Sitzmöglichkeiten auch links in die Ecke. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall ganz gut so. Ist mal was anderes. Also wir haben jetzt quasi das 3. Mal einen Weihnachtsbaum hier in der Wohnung und immer einen anderen Ort. Und es ist irgendwie ganz gut, das mal so immer wieder auszuprobieren. Und hier ist es auf jeden Fall auch sehr schön, weil man sich dann hier so schön zusammensetzen kann und man ist beim Baum und dann ist er abends beleuchtet und ist irgendwie gemütlich. Ja, irgendwie ganz schön. Und da ist es auch ganz gut, dass es ein relativ schmaler Baum war.
jetzt nicht so ein breiter, buschiger. Dann hat es einfach auch ein bisschen besser funktioniert, den da in die Ecke zu stellen. Und ja. Also wie ich ja schon in einem anderen Video gesagt habe, ich habe geplant, dann weiße Schleifen dran zu machen und meine so Vintage Holz Christbaumkugeln. Und da das noch ein bisschen zu leer war, habe ich noch die getrockneten Orangen dran gehangen, die ich schon vor ein paar Jahren gemacht habe, und so ein paar Baumkerzen. Muss ich noch ein bisschen gerade machen. Ja, also relativ simpel. So sieht's aus, und dann zeige ich euch bestimmt später nochmal, wie das aussieht mit Licht an und wenn es so ein bisschen dunkler draußen ist. So, ich filme heute in der Küche, und wenn ihr es so ein bisschen knacken hört, dann ist es mein Stuhl, der hier rumknackt, nur damit ihr euch nicht wundert. Jedenfalls, was ich erzählen wollte, eine Sache, die ich schon immer mal ausprobieren wollte, ist Fermentieren. Und meine Freundin Elisa hat schon vor ein paar Monaten erzählt, dass sie zu Hause zusammen mit Ersan weißen Kimchi gemacht haben und das super lecker war und Spaß gemacht hat und so. Und spätestens dann war ich schon so richtig heiß drauf. Und eigentlich ist das Ganze auch gar nicht so kompliziert, und wenn man das richtige Equipment hat, ist es sogar noch einfacher. Und da kommt mein Kooperationspartner ins Spiel, Lieblingsglas, die einfach perfekt zu meinen Plänen zum Fermentieren gepasst haben. Ich habe hier von denen diese Ripple Einmachgläser in verschiedenen Größen. Also hier so ein ganz kleines, mittelgroßes und ein großes. Und ja, ich finde diese Ripple-Version auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, das wäre auf jeden Fall die Grundbasis, die man braucht. Und zum Fermentieren diese zwei Sachen hier. Also zum einen hier so ein Glasgewicht, was dann halt perfekt in die Einmachgläser reinpasst. Also in die Gläser. Weil man das braucht, damit das Gemüse, was in der Salzlake drin ist, unterhalb der Oberfläche bleibt, damit es halt nicht schimmelt. Also alles, was oberhalb der Wasseroberfläche ist halt der Gefahr ausgesetzt, dass es da dann Keime bildet und schimmelt, und das will man nicht, weil man will es ja essen können. Und ja, wenn man dann das hier benutzt, also die Glasgewichte, dann werden die Gemüsesachen halt nach unten gedrückt und dann kann das nicht passieren, und das ist ziemlich idiotensicher dann. Und was auch sehr praktisch ist, sind dann noch diese Fermentierdeckel. Also die Einmachgläser bei Lieblingsglas kommen halt mit diesen Multifunktionsdeckel. Das heißt, es ist hier so ein Ring. Und dann kann man das hier austauschen mit verschiedenen Aufsätzen. Die haben verschiedene Aufsätze. Hier ist jetzt der normale Deckel. Dann gibt es aber auch irgendwie zum Beispiel eine Zitronenpresse, die man dann so draufsetzen kann. Oder irgendwie so Sachen, wo man den Inhalt gut ausgießen kann. Mir fällt gerade nicht der Begriff ein. Oder eben hier diese Fermentierdeckel, die jetzt für unsere Pläne wichtig sind. Wenn man nämlich fermentiert, dann bilden sich halt in dem Glas Gase vom Fermentieren, und die müssen halt irgendwo hin. Und die sorgen dafür, dass die Gase entweichen können, damit das Glas halt nicht explodiert oder uns dann beim Aufmachen irgendwie die Suppe da entgegenkommt. Und ja, das hat hier so eine Schlitzöffnung, und da kann das Gas dann eben entweichen, ohne dass Sauerstoff reinkommt oder Keime und sich so dann irgendwie Schimmel oder irgendwas bildet. Und ja, das macht es eben auch nochmal einfacher. Also ja, damit ist man dann auf jeden Fall sehr gut gewappnet, und Lieblingsglas hat da auch so verschiedene Fermentier-Starter-Packs, wo man dann halt alles auf einen Blick hat, was man halt braucht. Und ja, das verlinke ich euch unten in der Infobox. Und außerdem habe ich für euch auch einen Rabattcode, na klar, und zwar 10% mit dem Code NISI10, und der gilt bis 31. Januar in diesem neuen Jahr jetzt. Und zwar auf alles, also auch auf bereits reduzierte Sachen. Die haben nämlich, glaube ich, momentan noch einen Sale, und darauf geht der 10%-Code auf jeden Fall auch. So, kommen wir zum eigentlichen Fermentieren. Ich habe mir vorgenommen, Kimchi zu machen, und zwar so roten Kimchi, traditionellen Kimchi mit Chinakohl und ganz viel Chilipulver. Dann Essiggurken und pinke Zwiebeln, also eingelegte Sachen. Und dann außerdem noch Ingwer in Honig und noch Chilisauce. Und ich habe fast alles an einem Abend gemacht, und ich werde euch das Footage davon mal hier einblenden.
So, und hier haben wir das Endergebnis von meinem kleinen Fermentierabend. Also wir haben hier die Essiggurken, Ingwer in Honig, pinke Zwiebeln und das Kimchi. Und wie schön sieht das einfach aus. Ich liebe das, wie das in diesen gewürfelten Gläsern aussieht. Man kann halt so schön den Inhalt sehen, aber es hat halt einfach diesen coolen Effekt. Hier auch beim Kimchi besonders cool, wie man den Kohl halt innen sieht. Ja, ich fand es auf jeden Fall super cool, es hat super Spaß gemacht. Und ich wollte eigentlich fast am liebsten alles, vor allem den Kimchi, direkt sofort schon essen. Ach ja, der Abend, an dem ich das alles gemacht habe, ist übrigens ungefähr 2 Wochen her. Also so sieht es dann aus, wenn es 2 Wochen eingelegt bzw. fermentiert wurde. Hier sieht man schön, wie das Gewicht die Gurken so nach unten drückt. Eine kleine Snackplatte vorbereitet, wo wir alles live probieren. Ich habe aber vorher schon Sachen probiert, aber okay. Also schön knackig mit diesem leckeren Gewürz. Ja, super lecker. Also die Gurken sind schon mal gut. Hier die pinken Zwiebeln, da habe ich jetzt kein Glasgewicht mehr drin. Das ist das Einzige, was ich schon mal gemacht habe. Und das ist auch super unkompliziert. Also eigentlich alles unkompliziert, bis auf vielleicht den Kimchi. Und hier benutzt man, wie gesagt, auch Essig. Man kann Weißweinessig nehmen. Ich benutze dazu aber immer gerne den Essig, den ich sonst immer da habe. Ich zeige den euch mal kurz. Und zwar benutze ich da eigentlich immer gerne philippinischen Kokosessig, weil ich einfach den Geschmack irgendwie ganz lecker finde. Und ja, den habe ich eigentlich sowieso immer da.
Jetzt habe ich nur noch ein ganz kleines bisschen übrig für irgendwie so einen Dip oder so. Aber ja, man kann halt auf jeden Fall immer so ein bisschen variieren. Ich werde euch die Rezepte, die ich für die verschiedenen Sachen benutzt habe, unten auf jeden Fall in der Infobox verlinken oder schreiben. Aber ich habe mich auch nicht immer so 100% an die Rezepte gehalten, wie zum Beispiel jetzt mit diesem Essig. Ich liebe ja Zwiebeln und die pinken Zwiebeln sind einfach so gut, um es einfach auf allem drauf zu machen und es so ein bisschen aufzupeppen. So, hier haben wir den Ingwer im Honig. Da habe ich auch noch ein Glasgewicht drin, wie ich sehe. Und hier sieht man, dass der Honig super, super flüssig geworden ist. Also es war schon so flüssigerer Honig, den ich benutzt habe, einer aus der Tube. Aber der ist halt so richtig sehr dünnflüssig geworden. Das ist einfach dann lecker, um jeden Morgen so einen Ingwer-Honig-Shot zu nehmen. Oder man kann es halt in Joghurt reinmachen oder sonst wo, in Tee, wie auch immer. So scharfer Honig quasi. So Ingwerhonig. Super lecker. Würde ich am liebsten komplett austrinken. So, jetzt kommen wir zu dem Kimchi. Hier seht ihr auch die Fermentierdeckel, weil hier bei Kimchi vor allem in den ersten 2 Tagen so richtig viele Gase austreten und da so richtig viel passiert. Und man sieht es teilweise auch so ein bisschen, nicht blubbern, aber so Bläschen aufsteigen. Und da muss ich sagen, dass ich es halt vielleicht so leicht übertrieben habe und das so sehr, sehr voll gefühlt habe am Anfang. Da musste ich auf jeden Fall nach den ersten Tagen so ein bisschen Flüssigkeit rausnehmen, auch so ein bisschen Inhalt. Gut, dass ich auch so ein paar Sachen probiert habe. Aber ja, da sollte man generell auf jeden Fall, wenn man Glasgewichte vor allem benutzt, genug Platz lassen fürs Arbeiten. Also Platz fürs Glasgewicht, weil das ja auch so Volumen dann wegnimmt. Aber auch damit man halt ja, genug Spielraum einfach hat. Richtig gut. Aber der hat direkt gleich am Anfang super, super lecker geschmeckt. Also ich habe es direkt am Anfang probiert und das Rezept super lecker. Also ich glaube, es ist überwiegend auch wegen vielleicht den Knoblauch, den Ingwer und einfach den Chili. Am Anfang hat es halt ein bisschen schärfer geschmeckt. Also schön scharf. Eigentlich genau die richtige Schärfe, die ich richtig gut finde. Der Kimchi wird aber, je länger er fermentiert, immer milder. Also das sollte man dann vielleicht einberechnen und ich würde vielleicht beim nächsten Mal so ein bisschen mehr noch Chili-Pulver nehmen. Aber ich habe halt so viel reingemacht, wo ich dachte, weiß ich jetzt nicht, wie scharf das wird. Aber dann weiß ich beim nächsten Mal Bescheid, dass man da auf jeden Fall noch großzügiger Chili reinmachen kann. Oder vielleicht stärkeren Chili-Pulver. Ich habe da so koreanischen Chili-Pulver genommen, weil ich eben nicht so einschätzen konnte, wie scharf das dann wird, bei welcher Menge, die man dann benutzt. Und dann wollte ich mich lieber so gut es geht am Rezept halten, damit da jetzt irgendwie kein Malheur passiert. Aber wie gesagt, falls es dann doch für einen zu scharf sein sollte, dann muss man einfach nur so ein paar Tage oder Wochen warten und dann wird der Kimchi einfach immer milder und dann kann man den dann eben essen und so dann auf den eigenen Geschmack anpassen. Ja, also das war so mein erster Versuch und in Zukunft würde ich auf jeden Fall noch gerne versuchen, Kombucha selber zu machen, also fermentierter Tee. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool, da immer so eine Charge bereit zu haben. Und ja, wie sieht es bei euch aus? Seid ihr jetzt auch richtig heiß drauf, Sachen zu fermentieren? Wie gesagt, ich habe da ja so einen 10% Rabattcode bei Lieblingsglas. Den schreibe ich euch nochmal unten in der Infobox und alle Informationen und so weiter, wenn ihr halt auch so angefixt seid wie ich jetzt. Und ja, wie gesagt, ich wollte ja eigentlich noch eine Chili-Sauce machen und das habe ich aber nicht mehr geschafft, weil ich habe mir ja nicht gerade wenig vorgenommen für den einen Abend. Aber ja, vielleicht werde ich das heute noch schaffen oder in den nächsten Tagen und falls ja, dann werdet ihr das jetzt noch in dem Vlog sehen und wenn nicht, dann halt irgendwann in Zukunft, weil ich bin auf jeden Fall hooked jetzt mit Fermentieren und so. Und ja, so viel dann dazu. Ich habe tatsächlich noch eine Chili-Soße gemacht. Die ist ja so ein bisschen flüssiger. Die kann man dann so mit einem Löffel dann drüber träufeln. Die ist auf jeden Fall gut scharf, weil ich habe 15 von diesen scharfen kleinen Chilis reingemacht mit 2 großen Spitzpaprikas, sehr vielen Knoblauchzehen, Salz, Zucker
und ein bisschen Ingwer und ja, dann alles püriert. Ja, aber es wird jetzt zum Glück immer von Tag zu Tag immer milder, deswegen kann man dann das immer großzügiger dosieren mit der Zeit. Ja, es schmeckt aber auf jeden Fall lecker. Ich hab's wirklich geschafft. Außer jetzt. Ich würde mich gerade wieder auf den hohen Stuhl setzen. Aber da wollte ich nicht jetzt. Und dann wieder auf den Schoß setzen. Ich will probieren, ansonsten ist es ein Haufen. Das ist keine Kuhsau. Ich dachte mir, ich mache so einen kleinen What I Got for Christmas Haul und vielleicht ist es so ein bisschen cringe oder ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen oldschool, aber ich kenne das einfach von so YouTube-Zeiten, wo Leute einfach gezeigt haben, was sie an Weihnachten bekommen haben und ich finde es irgendwie immer ganz spannend und ja, ich würde euch gerne meine Geschenke zeigen, weil ich mich einfach über die Geschenke freue und die einfach teilen möchte mit euch, vor allem solange die noch so schön neu und unbenutzt sind, vor allem bei so einem Teil hier.
Ja, und einfach um die Weihnachtsfreude so ein bisschen zu verlängern. Und jetzt auch so schön noch vor dem Weihnachtsbaum, solange man den hat, dachte ich mir, es ist irgendwie ganz schön. Wir handhaben das so an Weihnachten, dass eigentlich alle so Wunschlisten machen. Und da sind jetzt auch so ein paar Wunschlisten-Sachen dabei, aber auch ein paar Überraschungen, die ich auch sehr cool finde. Fangen wir mal mit dem größten Geschenk an. Das ist eigentlich ein gemeinsamer Wunsch von mir und Johannes gewesen. Und zwar wollten wir beide eine neue Wokpfanne. Ich habe aber dann den Wunsch durchgerungen, welche Pfanne genau es denn wird. Kann er auswählen zwischen Teflonpfannen, gusseisernen Pfannen oder Edelstahlpfannen. Und wir haben 2 gusseiserne Pfannen zu Hause, aber die sind auch toll. Aber für mich als kleine Person ist es auf jeden Fall nicht so einfach handzuhaben, weil die super schwer sind. Vor allem, wenn sie dann auch noch über den Gasherd auf diesen Grill draufstehen, dann ist es noch höher. Für mich als kleine Person super schwer. Ich kann es halt kaum schwenken und muss auf jeden Fall 2 Hände benutzen, vor allem bei der gusseisernen Wokpfanne, die wir haben. Macht für mich nicht so viel Spaß und ja, deswegen wollte ich eine Edelstahlpfanne haben und dann habe ich mir diese hier ausgesucht und das ist so eine Tri-Ply Premium Steel, Stainless Steel Pfanne. Ja, super schön, selbst die Verpackung sah schön aus. So schön edel. Ja, also die sieht besonders schön aus, weil sie eben noch neu ist, aber ich finde es halt schön auch, dass sie halt außen das silberne Edelstahl hat und innen ist sie schwarz. Ich denke, dass es auf lange Sicht vielleicht noch ganz schön aussehen wird. Sehen wir dann mal. Aber ja, eine sehr, sehr schöne Pfanne. Das Silberthema zieht sich auf jeden Fall durch bei mir. Der nächste Wunsch war nämlich für ein Saucier von WMF. Das ist so ein Vintage-Saucier. Und die von WMF findet man auf jeden Fall relativ häufig und zu sehr, sehr guten Preisen. Und das ist jetzt hier eine kleine Variante, die super schön ist. Vielleicht brauche ich in Zukunft nochmal eine größere Variante. Aber ich hatte halt vorher komplett kein Soßengefäß. Und deswegen ist es auf jeden Fall schon mal sehr gut zu haben. Und ja, sehr, sehr schön. Passt zu meinen anderen Serviergeschirr, was ich habe. Und als nächstes ist ein Überraschungsgeschenk von meiner Schwiegermutter, was ich auf jeden Fall auch sehr schön finde. Und zwar ist dieses Gefäß hier. Wahrscheinlich war das eine Zuckerdose. Ja, finde ich auch sehr, sehr cool. Man kann es auf jeden Fall auch für andere Sachen benutzen. Falls ihr da Ideen habt, schreibt mir die gerne in den Kommentaren. Ich dachte vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht so Teebeutel oder so. Aber vielleicht gibt es da auch andere coole Ideen, auf die ich gerade nicht komme. Aber das ist auf jeden Fall auch ein sehr schönes Gefäß. Ich liebe das irgendwie so ein bisschen Art Deco mäßig. Und dann hat sie außerdem noch das hier auf dem Flohmarkt gefunden. Und zwar so kleine Silberkuchengabeln. So cool. Auf manchen, also auf einem, auf mehreren sind auch so Gravierungen drin. Hier so ein B. Genau, weiß ich nicht, ob man das erkennt. Und hier auf dem einen, auf diesem hier ist ein V drauf. Und die sehen einfach so cool aus. Die sind so cool filigran und haben so lange Gabeln, wenn man das so nennt. Ja, sehr, sehr cool. Habe ich mich sehr drüber gefreut und habe auf jeden Fall schon gesagt, dass wir zusammen mal auf den Flohmarkt müssen, weil das auf jeden Fall so bestimmt ein paar Schätze noch verbirgt. Vor allem jetzt im Vergleich zu Berlin, wo irgendwie alles, was halbwegs cool ist, super viel Geld kostet und überteuert ist. Aber kommen wir zum nächsten Geschenk. Hier habe ich was von Desi und zwar hier so ein Kerzenhalter für die Wand. So. Dann kann man hier entweder eine dicke Kerze dran machen oder eine dünne Kerze. Und da dachte ich mir, dass ich das vielleicht in der Küche anbringen werde. Werden wir mal in Zukunft sehen, wo genau es hinkommt. Und von meinem Bruder, der vor kurzem in Japan war, habe ich natürlich ganz viele japanische Süßigkeiten bekommen. Und dann zum einen noch so einen kleinen Papierfächer, den man eigentlich auch auf so ein Podest hier dann so hinstellen kann. Aber der ist so süß klein, dass ich ihn eigentlich am liebsten so richtig verwenden möchte, wenn ich unterwegs bin.
weil der so richtig cool kompakt ist und leicht und so süß und klein. Und ich liebe dieses Weinrot. Also eventuell hat es dann eigentlich irgendwie ein bisschen mehr Nutzen, wenn ich den dann einfach richtig benutze und unterwegs und nicht so nur einfach ausstelle. Ich werde dann einfach auch vorsichtig sein, weil es halt eben ein Papierfächer ist. Aber irgendwie finde ich es cool, wenn ich den richtig benutzen würde für unterwegs. Also das passt dann in die kleinsten Handtaschen rein. Und bevor ich es fast vergesse, ein Geschenk ist noch dieses Buch hier, Once Upon a Time, über Carolyn Bessette Kennedy. Ich habe ja ein Bildband oder Buch von ihr, was aber überwiegend aus Bildern besteht. Und das ist jetzt ein Buch über sie und ihr Leben. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Buch für die nächste Zeit, für so zwischen den Jahren. Insgesamt gab es auch so ein paar mehr Süßigkeiten und Essenssachen wie Marmelade oder so, aber die habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Ich habe euch einfach die spannendsten Sachen gezeigt und ja, so viel zu meiner Weihnachtsausbeute. Ja, das ist jetzt mein Outro in diesem Vlog und damit mein letztes Outro im Jahr 2024. Also wieder geht ein Jahr zu Ende und dieses Jahr war irgendwie für mich ein bisschen, weiß ich nicht, schwammig. Vielleicht kommt es mir einfach auch nur so vor, weil das letzte Jahr eben so super aufregend war und viele Highlights hatte. Dieses Jahr war eigentlich auch schön. Also ich hatte auch viele schöne Erinnerungen und wir haben viel mit Freunden unternommen und hatten oft Freunde zu Besuch, was sehr schön war. Oder es ist, weil ich mir für dieses Jahr viel mehr vorgenommen habe und ich dann sehr viel weniger oder fast gar nichts davon umgesetzt habe. Ja, von verschiedensten Lebensbereichen, sage ich mal. Aber naja, das nächste Jahr fängt ja demnächst an und da habe ich dann meine neue Chance. Ich bin ja auf jeden Fall schon so eher so ein Vorsatzmensch und starte das Jahr gerne neu quasi. Ich will auf jeden Fall wieder richtig viel Interior- und Wohnungssachen machen und Pläne umsetzen, weil wir dieses Jahr, also 2024, da so relativ wenig gemacht haben. Ich meinte auch zu Johannes, du hattest ein sehr ruhiges Jahr. Ich habe sehr wenig, irgendwie kam ich da um die Ecke mit irgendwelchen Ideen, die wir umsetzen sollen. Und ja, das werden wir dann nächstes Jahr hoffentlich nachholen. Da habe ich auf jeden Fall so einige Projekte und einige Ideen auf dem Plan, die ich umsetzen möchte mit ihm zusammen. Und ja, wo ich euch dann auf jeden Fall auch mitnehmen kann, weil ich weiß, dass das auf jeden Fall auch ein spannendes Thema ist für die Vlogs. Dann steht nur noch Silvester zwischen jetzt und dem neuen Jahr. Und das ist bei uns dieses Jahr auf jeden Fall sehr, sehr gechillt. Wir werden nur zu zweit Silvester verbringen und ja, wahrscheinlich sehr viel auf der Couch rumlümmeln und Filme gucken und ja, damit bin ich auch eigentlich sehr zufrieden. Da freuen wir uns irgendwie drauf. Nachdem wir halt so viel Trubel über Weihnachten hatten, weil die Familie alle bei uns waren und wir hier Weihnachten gefeiert haben, ist es eigentlich ganz schön, so ein ganz ruhiges Silvester zu feiern. Ganz lieben Dank an dieser Stelle für den ganzen Support über dieses ganze Jahr. Und ja, ich hoffe, euch bereiten meine Videos auch in Zukunft weiterhin Freude und ja, einfach eine gute kleine Auszeit, vielleicht am Wochenende. Und ja, wenn ihr dieses Video seht, hoffe ich, ihr hattet bislang einen guten Start ins neue Jahr und habt hoffentlich auch ein tolles weiteres Jahr. Und ja, dann hoffe ich, euch hat dieses Video und auch alle anderen Videos in 2024 gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Tschüss!